Why is a good product like a tourbillon produced only for a few people? Why not everybody can have the chance to wear a tourbillon? Die Bauern hier so ein Image, das muss teuer sein. She keeps things exclusive which you can sell at a higher price. So der Schweizer wurde bloß nicht zerstört. Und dann wurde mir eröffnet, ja, du brauchst jetzt ein Tourbillon. You're going to lose money and it's never going to work. Kann das funktionieren? Schaffe ich das oder nicht? Since we exist, people assume that we're not going to make it. It's quite provocative what they do. Okay, ja, Vollgas. Der zeigen uns jetzt. We were selling the K1 movement starting to get old, and we need to have something new relatively fast. Mir kommt diese Idee, weil wir bauen eine bodenständig gute Uhrwerk, aber kein fancy stuff. Dann komme ich die Idee, wir müssen an was irgendwie brutaler gehen. Sie wollte Orange höher im Markt positionieren und hat Partner gesucht für Werke. Ich muss sagen, damals habe ich noch sehr viel Respekt von Tourbillon. Also, wow, es ist High-End und Complication. Florian was running a factory, and they were specialized in tourbillon stuff. I was working on another company at this time, and we produced tourbillon movement, and I told her, okay, we can make all the development to produce 150 tourbillon. Then we went there and we looked at all the nice movements, and then Sue said, oh, it's so nice, we should make a product. And she told me, no, I don't want to sell only 100 tourbillon, I want to sell 500 tourbillon a year. I said, are you sure you can do that? Oh yeah, no problem. Ich habe Florian eigene Frage gestellt, wie viel kostet eine Tourbillon-Uhrwerk herzustellen? Er hat mir gesagt, umgedrückt, hat er mir keine Nummer gegeben und sagt, ich sollte Schweizer Goldener Guss nicht zerstören. So the first time I've heard somebody presenting a tourbillon at a lower price at the Congress of the Swiss watch industries, and he presented the tourbillon for 40,000 Swiss francs, and it was a nightmare for the watch industry. Sie bauen irgendwie so ein Image, das muss teuer sein und das nur beschränkt in gewisse Leute, und ich finde das schade. Why is a good product like a tourbillon produced only for a few people? Why not everybody can have the chance to wear a tourbillon? Und ich habe ihm gesagt, mein Ziel ist challenging the best price. If we are able to produce a tourbillon at 10K, why not? What would you say, Oliver? I wouldn't agree with that because it's the golden goose of the industry.
Is it a good thing to make it accessible to everyone, or at least to a much larger crowd than when you sell tourbillons at 100, 150,000? If you go into the details, it's not that simple to manufacture a tourbillon. The tourbillon, per se, doesn't make any sense on a wristwatch. It was invented by Abraham Louis Breguet, and it was for pocket watches to avoid the negative influence of Earth's gravity on your movement. In the 1980s and 90s, someone rediscovered the tourbillon, and he said, we don't care about the function anymore, we put it on the dial side. So you see that magic, that whirlwind of a turning cage. And that is the new era of the tourbillon. Something extraordinary. It's magical ballots that you see moving around, and that brings value. Ich fand es keine gute Idee, den Tourbillon zu kaufen. Dass du dir Zeit hast für uns. Ich bin der Jonas und ich mache Technik. Ja, ein Tourbillon ist kein schwieriges Produkt. Eigentlich ist es ein sehr historisches Produkt. Moderne Werke bräuchten das eigentlich gar nicht. Und ich fand es immer eine Spielerei. Aber es hat einen sehr guten Ruf mit der ganzen High-End-Story im Marketing. Und Zü wollte das eigentlich extern regeln. It was a Skype meeting because we were in the middle of COVID. And the new boss was coming around, and Florian was not there anymore, and then the rules changed. Ich bin da zum Lieferanten hin, habe mit dem lange diskutiert und gemerkt, dass der mir das freundlich näher bringt, dass er kein Tourbillon liefern wird und dass unsere ganze Sichtweise auf Silizium und die Produkte nicht mit der Sicht der Uhrenindustrie übereinstimmt. The standard Swiss industry, the one who produced already a huge number of movements, said, oh no, I don't want to work with you. Ich glaube, ich bin in diese Branche reingekommen als Outsider. Ich spüre natürlich die Swiss-Industrie, ein bisschen Gegenkraft von mir. Wenn ich zurückgekommen habe, Zü gesagt, vergiss das, der wird nie liefern. Und dann hat Zü gesagt, scheiß drauf, wir machen es selber. The big players think that they can close all the doors to innovation by competing on the IP side, but on the legal side. If you look at how many patents are registered every day or every week in Switzerland in the field of watches, it's just insane. And sometimes you read the patents, I mean, they are just ridiculous. There is no technical innovation. You have two ways to manage your IP. The first one is to protect everything you produce. The other way is to do that is to have an ID in front of all the other. And use the time you don't use to make the IP protection, you use this time to develop a new ID. So I prefer to have one ID more than one IP more. That's why most of the tourbillons are never really improved, because none of these companies have the skills to develop an escapement and a hairspring and lay out all the stuff. Only companies who actually develop assortments, balance systems and regulation technology can improve on a tourbillon. Jetzt machen wir es so, wie wir das machen würden. Also Thema Titan, Flying Cage, Siliziumgeschichte, mit unserer Modularität, mit unserer Art, wie man Werke entwickelt. Aber sag mal so, muss besser als Swiss sein. Das ist nicht wegen Arroganz, das ist die Voraussetzung. Sonst überleben wir nicht. Und als die Entscheidung kam, haben wir gewusst, das ist eine Riesenchance, oder? This core know-how was already there 10 years ago. So for me, there was no showstopper. So the question was only, who takes care of it?
Hallo, ich bin der Silvan, komme aus Solothurn und baue Uhren bei Orange. Ich bin zur Uhrmacherei gekommen, eigentlich in der Schule, als man sich Richtung Ausbildung entscheiden musste. Eine Kollegin aus der Ausbildung hat dann schon bei der Vorgängerversion von Orange gearbeitet. Ja, wir waren irgendwie immer in Kontakt und dann hat es mal geheißen, ja, komm mal vorbei, mal sprechen oder so. Als dann die Entscheidung kam, okay, ich arbeite da, ich nehme diese Stelle an. Ich wusste schon, ja, wir waren an diesem Projekt dran mit dem anderen Uhrwerk. Ich wusste aber noch nicht über die Problematik Bescheid, dass wir das Uhrwerk nicht mehr kriegen. Ich weiß nicht, ob die Uhren verkauft waren, aber die Modelle waren sicher ready und die Kampagne war gemacht. Also, dass wir Tourbillon liefern, das war klar. Mein größeres Problem war, wir hatten eigentlich gar keine Kapazität. Silvan war in dieser Zeit sehr unsicher. Er wusste nicht, was er machen sollte in der Firma, weiß nicht, wo er positioniert. Da haben wir gesagt, gib ihm eine neue Aufgabe. Wow. Was? Und es war dann so ein bisschen Chaos der Gefühle. Zum einen Freude, weil cool, so ein Projekt. Tourbillon, das Riesending in der Uhrmacherei. Da lernt man auch in der Ausbildung der heilige Gral sozusagen. Auf der anderen Seite, ja, ich habe es noch nie gemacht. Ich bin zwar Uhrmacher gelernt, aber man lernt in der Ausbildung nicht von null weg ein Uhrwerk zu bauen. Und in diese Tiefe, in der wir das bei Orange machen, schon gar nicht. Wahrscheinlich war da schon auch ein bisschen so der Bammel, ja, schaffe ich das oder nicht? If I would have been an advisor to those people, I would have told them, don't try this. You're going to lose money and it's never going to work. Good evening, sir. May you introduce yourself to us, please? I'm David Sharp and I work at Orange. If anyone's unfortunate enough to recognise me, it's probably my voice more than my face. I'm involved in a podcast and have been for many years, which has been fortunate enough to become one of the largest podcasts about watches that exists on the planet that we all live on. Back in the day when we first met Andy from Orange, they showed us the Autark. And we've got some exciting episodes coming up. Noise began to build about this little company in Switzerland doing a genuine Swiss tourbillon. There was a lot of, it wasn't really negativity, but it was doubting, I think would be a more accurate way to describe it. Folk were going, it probably isn't Swiss. They're probably getting it somewhere else. The difference with Orange compared to so many companies is transparency and openness. They were saying, oh, come see, we'll show you, we'll physically show you what's happening. Folk come, they generally leave going, the people were amazing, they wanted to engage with us. Die Chancen, die du bei Orange bekommst, Produkte umzusetzen, das bekommst du in keiner einzigen Firma. Nicht auf dem technischen Level und nicht in dem Speed, wie wir es machen. Das ist als junger Ingenieur, das ist Heaven. And Silvan's one of those guys. He's a watchmaker, he's a talented watchmaker at that, and has really matured and developed into, I guess, more of a brand manager, product manager role. Die Stärken von Silvan waren im Produkt. Und jetzt muss so ein Mensch eine Werkentwicklung machen. Plus hat dann noch ein Auge für die Produkte. Also das ist die Allzweckwaffe hoch 10. Es war ja nicht so, dass ich das alleine machen musste. Wir waren ja das Team. Wir hatten ja zusammengearbeitet und es hatte auch jeder seine Aufgaben, die er übernommen hat. Also der Zeitdruck, der war sehr stark da. Wir müssen die Uhren liefern, sonst klappt das nicht mit Orange. Die Firma kann das nicht stemmen, wir können das Geld nicht zurückzahlen, das geht nicht mehr. Aber auch, dass andere Brands Tourbillons einfach zu einem 4-, 5-, 6-fachen Preis verkaufen, zu dem, wie wir es angeboten haben, hat auch nochmal diese Komplexität eigentlich unterstrichen. Ich nehme schon die Arbeit oft mit nach Hause und es dreht dann zu Hause weiter im Kopf. Und vielleicht so 2, 3 Nächte hatte, wo das Thema war, wo ich mir gefragt habe, bin ich als Projektleiter gut genug, dass wir das hinkriegen, dass das mit dem Tourbillon, aber eben auch mit der Firma funktioniert. Silvan is one of these few people who have a real oversight. He sees the whole company as a company. Sometimes a little bit too
concerned about stuff, but with Florian and Jonas and Markus in the background, that was the right choice, I think. Ja, das war ins kalte Wasser geworfen und der hat angefangen. Bis zum Moment, wo man ein Uhrwerk zusammenbaut, ist eigentlich alles Theorie. Man konstruiert am Rechner, entwickelt ein Bildmaterial, aber nie in Real Parts. Irgendwann steht die Konstruktion, man bestellt die Teile. Was ich da noch nicht wusste, ist, wie lange die Supply Chain dauert. Man sieht ja erst, wenn die Teile kommen, ob das funktioniert oder nicht. Die Teile kommen irgendwann zum ersten Mal rein, aber die gehen ja dann immer wieder raus, bis sie final alle Prozessschritte hinter sich haben und ready sind zum Montieren. Es gab 2, 3 Punkte, da habe ich auf technischer Basis Fehler gemacht. Wir mussten einen Achsenabstand korrigieren, weil die Toleranzen nicht symmetrisch waren und wir wollten Mitte-Toleranz produzieren. Also mussten wir diesen Achsenabstand verschieben, das habe ich gemacht. Teile bestellt, die Teile waren da, wir wollten montieren und es ging einfach nicht. Die Teile haben nicht gepasst. Ich habe in die falsche Richtung verschoben. Das war's. Wir mussten in 8 Monaten liefern. Ich habe jetzt gesehen, wie lange es dauert, ein Teil neu zu bestellen. Jetzt können wir es vergessen. Das reicht jetzt eh nicht mehr. Manchmal habe ich auch gefragt, ob der Aufwand wert ist. Aber weil wir angefangen haben, frage ich nicht mehr. Genialität oder Wahnsinn, die Frau kennt einfach kein Limit. Wenn sie es will, will sie es. Und wenn sie findet, das ist gut, dann wird es gemacht. If you are relatively safe in your judgment on what you do, then others might think it's brave, but for yourself, it's understanding risk. The point why Orage can do these kind of things, we work as a team. In the watch industry, you have always a star, a beautiful ego. And with that, you don't go very far. Die beste Situation ist, dass man junge Leute und erfahrene Leute zusammen in der Firma hat. Die andere kann mitlernen und von jungen Leuten habe ich immer gute Überraschung. Die haben eine gute Idee. At the end of the day, you go to the company and solve problems. That's it. And some of them are a little bit harder and some are less hard. But overall, I hope that we maintain a culture of can-do. Wir haben Top-Mitarbeiter, die diese Fähigkeiten bringen, die genug flexibel sind, Wochenendschichten schieben, am Abend helfen, selber interessiert sind, alles Mögliche zu lernen. Und dann haben wir Lieferanten, die wissen, wie wir ticken, die sofort reagieren, die halt einfach übers Wochenende eine Serie neu machen. Ohne so eine Kultur bekommst du so ein Projekt nie durch. Aber wir haben es immer wieder geschafft. Zum Glück war eben die Expertise von Jonas da und auch das ruhige Verhalten von ihm, einfach ja, die Lösung zu suchen und auf den Weg zu gehen, die richtige Lösung zu finden. Und es verzögert es vielleicht 1, 2 Wochen, aber nicht Monate. Der ursprüngliche Gedanke so, ah shit, das war's, der hat sich vielleicht 1, 2 Tage gezogen und dann war es dann auch wieder okay. Okay, jetzt von diesem Bauteil oder von dieser Baugruppe sind alle Teile da, dann beginne ich mal diese Baugruppe zu montieren. Und dann hat man oft gesehen, okay, das funktioniert, die nächste Baugruppe funktioniert auch. Und eigentlich erst dann, als alle Teile da waren,
Als wir das erste Werk so montiert haben, dass es lief, das war ein geiler Moment, so ein Aha-Moment. Wow. Das Werk läuft, der Balancier schwingt, der Käfig dreht sich. Ja, a new movement was born. Wir haben es eigentlich geschafft. Das war ein geiler Moment. Und am Schluss sind die Werke gelaufen. Ich glaube, wir haben 100% Cost Rate jedes Mal. Ohne Probleme. Das ist nicht mal Marketing-Bullshit, das ist ja so. Everybody says you don't need a precise watch because you have a smartphone or whatever. But at the end of the day, precision is the art. What they did is just extraordinary. The whole team, what they achieved really deserves kudos because it's a high level of watchmaking and micromechanics. The difference with Arage compared to so many companies is typically things take years or even decades to ultimately come to fruition. I can't think of anyone else that's done anything nearly as technically complex as they have in anything like the time frame. People should enjoy watches. They shouldn't have to dream about maybe one day they'll never own something. They should be able to actually put it on their wrist, wear it and enjoy it. Und das war die Grundidee von Tourbillon. Deshalb nennen wir das Mission Tourbillon. From a movement, built a brand, cracked the Holy Cow Tourbillon. The next level of that was a micro-rotor Tourbillon. Wir gehen immer einen Schritt weiter. Es werden spannende Dinge kommen. Wir haben schon Pläne. Ja, auf den nächsten Film. Einen Tag bin ich in die Firma gekommen und ich sehe, alle Uhrmacher bei uns tragen einen Tourbillon. Ich sage, was ist eine Firma? Ist der Jonas irgendwann zu dir gekommen und hat auf die Schulter geklopft? Nee. Das liegt nicht in Jonas' Natur, das zu machen. Wenn ich ihm selber noch was mitgeben darf, wäre es, dass mit ihm massiv Spaß macht, Produkte zu entwickeln. Genau gleich wie mit Florian. I worked in the watch industry for 40 years. You don't look as old as you already There was a lot of porridge, ridge. We didn't realise that you actually meant to drop the H and it's orage, which does sound a lot better than porridge, to be fair, although porridge is quite tasty.